Ich habe vergessen, das Deck zu ändern. Na, klasse. Naja, die Karten können wir gleich ablegen. Wir haben jetzt ja ein bisschen mehr KP. Jetzt sollte das ein bisschen besser laufen. So. Oh, dankeschön. Aber mit so vielen Zweien können wir leider nicht allzu viel anfangen. Okay, die Karten haben wir schon mal. Da können wir mal aufhören, Zweien zu ziehen. Das ist langsam nicht mehr lustig. Eine Eins, na immerhin. Hier will langsam vielleicht nicht mal stehen. Ha! Oh, wir pennen. Warum pennen wir? Sagi, steh auf. Also ich fasse es zusammen. Das ist ein Angriff, der einem normalerweise fast die ganzen KP abzieht und einen einschlafen lassen kann. Ist ja geil. Sagi, wie wär's mit Aufstehen? Wow, das war ja fast gar nichts. Tja, das Mana-Buch können wir leider nicht benutzen. Wir müssen uns erstmal healen. Ding ist, ich habe das Gefühl, er zieht uns fast so viel ab, wie wir uns heilen. Ich will doch nur wieder in den Plusbereich kommen. Naja, wir schaffen es fast, die Apotheose zu legen. Wir schlafen wieder. Alter, was ist das für eine Attacke? Ja, wir verlieren diesen Kampf leider, weil er nicht nur eine Imba-Attacke hat, sondern die er noch einschlafen lassen kann. Geil. Tja, wenn er jetzt angreift, sind wir tot. Wir überleben keinen Angriff. So. Dieser Dungeon macht doch Spaß. Au. Einmal kurz heilen. Geil, ich liebe diese Attacke. Ich weiß gar nicht, ob eine Bohne dagegen helfen würde. Wir haben ja diese Statusveränderungen, also diese Statusheilbohnen, die resistent machen. Dann greifen wir ihn an. Wieso habe ich eigentlich die Stoßaura drauf, wenn er uns damit andauernd umhaut? Wir bauen uns mal im kurz wieder ein eigenes Deck. Ja. Das.
Deck bearbeiten will ich. Ja gut, das kann man nur von aus drin lassen. Kurz nach unten scrollen. Ja, man merkt, ich habe jede Menge Spaß mit dem Kampf. Der ist halt auch so überhaupt nicht frustrierend. Und den können wir noch ein paar gebrauchen. Hier, diese meine ich. Haben wir da eine für Schlaf? Da packen wir die rein. Ach gut, das steht nur auf dem Papier wieder her. Bräuchten vielleicht noch ein paar Verteidigungskarten. So, versuchen wir es mal. So, das Ziel ist es jetzt durchzuhalten, ein bisschen Chip-Damage zu machen und zu überleben. Ich hätte gerne nach Möglichkeit schnell einen von den Bohnen. Haben wir drauf. Da ist die Bohne. Ich glaube halt, so ein Elixier hilft uns halt auch nochmal extrem. Also wir haben halt so extrem viel KP, dass diese kleinen Heilsachen uns gar nicht so viel bringen. Aber so ein Elixier, das ist doch schon was anderes. Nutzen wir das. Ja, hat sogar ein bisschen geheilt. Apropos, das sollten wir vielleicht mal auffrischen. So. Dann halten wir noch ein bisschen durch. Gegen seinen Seraphinen Schlafangriff sollten wir relativ immun jetzt sein. Sollten uns vielleicht mal heilen. So, 1, 2, 3. Letzte Chance. Können wir uns gleich wieder heilen. Solange man so eine Verteidigungskarte drauf hat, geht das halt echt vom Schaden her. Zumindest im Moment noch. Können wir... Oh, das war ja easy. Hätten wir mal eher ein bisschen draufgehauen. Vor allen Dingen, diesmal hatten wir echt Glück mit dem RNG-Roll. Er hat seinen Seraphin-Angriff nicht einmal eingesetzt. You've done a fine job merging Malpercio's strength with your own. What did you expect? Don't underestimate what we're capable of. What you're capable of. Such an apt choice of words. I never thought our experiment would yield a success story. You're talking about the Maladeator experiments. The one Shanath mentioned. That's right, the very same. Would you like to hear about them? You do have a right to know. It began 15 years ago when Olgan approached me about conducting research on the Afterlings. I was studying the cross-fusion of Magna essences. That research became the foundation of today's Magna mixtures. Well, how is it coming along? Practical application is just beyond our grasp.
Right now, we're able to attain 99.9999% of target output. That leaves a 0.0001% chance that unknown matter will spawn, due to compatibility issues between the magna essences we're fusing. Well, I would say that's a negligible margin of error, wouldn't you? Start putting it to use. But, Your Magnificence, there's a real possibility that any number of accidents could occur. I said I don't care. My people are waiting. This technology will place us at the forefront of the world. But what about... Not one more word, Baelheit. Just see that the Magna Mixture research is concluded. I have a new project for you. Wait until you see what we found during the expedition to Hasale. What did you find? A piece of Malpercio's body. No. The legends say pieces of the god were scattered throughout the world. What's so fantastical about finding one? The real surprise is that the pieces are still living. What? Begin researching ways to house those pieces in humans. Even just one piece contains immeasurable power. I want you to bind it to a human heart and artificially create a spiritor. But is that even possible? You'll make it possible! There's no limit on funding. I will give you any clearance you need. Get started immediately. To house a god inside a human. I did have my reservations about such an outlandish request, but still, I could not quell my curiosity as a researcher. And so the project began. Surprisingly, everything went smoothly, even the infusion of the afterling. But then... Lord Baelheit, we've done it! Not yet. We won't know until the subject wakes. What sort of rejection signs will he exhibit? The subject's waking up. Where am I? Listen, do you know who I am? What are you saying? This is the Empire's Magnus Research Center. Do you understand what I'm telling you? Stop! Don't aggravate the subject! Where am I? What are you saying? Why did you bring me here? Stars Almighty! Steal off the research center! Now! We were able to destroy the test subject, but only after it had obliterated the whole center. When the Emperor learned of the project's failure, he halted it completely. The remaining subjects were quietly released. And one of them was me. So that's why you said destiny. You want to make up for your failure. What egocentric twaddle. Ist Sagis Mutter nicht mit ihm geflohen? Also freilassen stelle ich mir da ein bisschen anders vor. Oh, if that were all it were. But my story's not over yet. When the Afterling ran amok, the entire research center was destroyed. Including my wife, who resided there. And Milliard, you ended up losing most of your body. My wife was gone, my daughter on the edge of death. And any culpability for the incident was on my shoulders. I placed Milliard in a life support unit and fled the Empire. I ran from everything as far as I could.
Forgive me, Milliard. My wife, my studies, my career have all been lost. And now, I no longer have the will to go on living. I wanted to die. I was ready. And then... Who's there? Who's speaking to my heart? Don't die? Who are you? Daimon? Don't you see the irony? A man waits for death, and instead he's handed the wisdom and power to sway the world's future. But despite all my doubts, my spirit was just as the legend said. She gave me just the knowledge I was looking for. Machina! As soon as I returned to the Empire, I dove into Machina research. I knew I could save the world. What couldn't I do? With Machina, I could even trump the Afterling's power. That's my destiny as a spiriter. I don't do it out of some cheap sense of guilt. Now do you see? That's why I fight! That's why I have to destroy you! How can you call that a reason? That doesn't explain why you have to take people's wings of the heart. Heart wings are remnants from the age of the gods. Relying on them will only lead to another tragedy. 1,000 years ago, our ancestors became infatuated with the power of their hearts. And what happened? They started a war that befouled the world so much that they had to raise the earth into the sky. And afterlings, our hearts will just make more! Am I wrong? Tell me, Sagi! So, what? What the hell is your point? It's self-righteous crap, Baelheit! All of it! You can keep your excuses. Excuses? You're making all these wild assumptions based on how you see things. Stop deluding yourself! Take the Afterlings. They wouldn't have run amok if you hadn't messed with them. And you think we'll fall prey to the power of our hearts? How do you know? The past is just the past. We don't know what will happen unless we try. Don't be a child. What? People are just like water. They pool in the pits of the world until they overflow and drown each other out. I say, control the flow! Diamond and I can do it! How? You're a person just like everybody else! Enough talk. It's time to silence you and that beast inside you. Guess again. I won't let Sagi die. Not on my watch. Or mine. I still think you're wrong, Father. I believe in the human heart. If I don't, how can I ever believe in myself? Do what you want. Even my own blood won't stand between me and my duty to the world. I'll destroy you all if I have to! Come on! Everybody, stand together!
Ja, das Ding ist, wir haben immer noch das Deck von Sagi alleine. Ah, schön, wir können das Deck ändern. Sehr schön. Als aktiv festlegen. Dankeschön. Viel besser. Danke, Spiel. Lilly, du fängst an. Ach, schön, gleich noch eine Rüstung für Guillo. Das Mana-Buch sollten wir uns vielleicht erstmal aufbewahren. Ziehen wir hier gerade alle Heilkarten, die wir haben, oder was? Millie? Ich war gerade beschäftigt, mit dir zu legen. Naja. Uns fehlt noch was. Wir haben die Apotheose fast schon zusammen. Und wir müssen halt gleich noch das Mana-Buch spielen. Das können wir nicht auf der Hand behalten. Dann brauchen wir nur noch hier die Entrückungskarte. Tja, er kann nicht umgestoßen werden. Perfekt. Da ist er. Ja, wir kriegen das nicht zusammen für Sagi. Ein Heal für ihn wäre aber nicht schlecht. Er lebt noch. Wir brauchen nur noch eine 2. So, wir haben's. Jetzt muss Sagi gleich nur drankommen. Sagi, du bist dran. Tja, Guillo. Wir hatten so eine gute Combo. So. Ich würde sagen, das hat ihn umgehauen. Na, geht es wieder auf Guillo? Es geht auf alle. Tja, wir können leider keine Dingsens verwenden. Wir können jetzt erst wieder MP verwenden. Nicht gut. So, jetzt können wir den benutzen, notfalls. Ja, war nett mit dir, Millie. So ein Mana-Buch wäre gerade ganz geil, ne? Aber so lange müssen wir erstmal aushalten. So ist es. So. Back to business. So, er hängt halt nicht mal, ne? Dann frisst er halt gleich noch eine. Lass das Sammeln beginnen. Na, hier, ich kann auch noch einen Schaden anrichten. Slowen wir mal ein bisschen. Oh, wenn wir gerade die Combo gezogen haben. Tja, gut, dass Guillo ein Mana-Buch auf der Tasche hat.
Dauert halt noch eine Weile, bis Guillo dran ist. Er hat halt gerade gezogen, ne? Hätte ich mal eher beachten sollen. May my blade be sharp. This is bound to hurt. Why you Nicht Guillo killen. Huhuhu. This'll do. Defense never was my cup of tea. I am the light. Gut, dass wir uns gerade geheilt haben. Ja, wir brauchen noch die Dingsens, die restlichen Karten. Eine 1 bräuchten wir jetzt noch, das wäre klasse. Danke. Eins, zwei, drei, letzte Chance. Hey, warum ist das abgebrochen? Nicht fair. Tension. Transcension Wir hatten die perfekte Hand. of a god. Das war doch ganz schön knapp zwischendrin. Why, Daimon? Why won't you lend me your strength? Wrong? Is that some kind of joke? Answer me, Daimon! You weren't listening to reason anymore. She must have seen that and decided not to help you make it worse. Is that true? Daimon, you think I'm being selfish? Father, please. Let's just start over, okay? That's one more thing our hearts are good for. Making a fresh start. A fresh start. For me? Father? No! I see you've defeated Baelheit. Quaestor, when did you arrive, sir? So, erstmal Level up. Sagi, you've betrayed my hopes time and again. But I'm happy to say you've finally come through for me. Quaestor! Father! It seems spiriters aren't good at swaying much of anything, are they? Irgendwie sieht der gruselig Why, aus. from the look of you, you're just the same as any other dying man. Aren't you a spiriter? It certainly helped to have people think so. Just the word spiriter drew the world's admiration. At least until this wretch came along. But then sustaining the illusion of talking to a spirit all the time takes a lot out of a man. I was starting to look forward to retirement. You always struck me as disagreeable. Now I know why. Hold your tongue, puppet! The Quaestor knew what he was doing. Obviously, this was his way of bringing peace to the world. Were you only as humble as I, by his tremendous foresight and vision? Now the world can finally be at peace. Well done, sir! Peace? Spare me, Gelder blame. I have no such peace to give. What? What do you mean? I will restructure the world as its new leader, in keeping with Baelheit's legacy of machina and warfare. Peace. Why, that would only lift the people's spirits,
That's too tasty a morsel to squander. No. I believe I'll start by eliminating the senatorial riffraff that refused to elect me. Followed by all the obsequious fools who opposed me! You used us? Sagi, you were a pawn. Just the one I needed to stand against pro-machination. A real spiritor would have been better, but I knew a maladeator like you would still prove useful in exterminating the other afterlings. A maladeator. So you knew. I ought to. I was the one who recommended you for the project 15 years ago. Your mother, Gina, was it? She was one of my servants. I informed Olgan the moment I heard she was with child. So, there you are. As long as I'm spilling secrets, how's this? I was the one who had that whore's wings pulled out. Baelheit had won over the people by fending off the afterlings. So I thought I could smear his good name by drawing out the afterling within you right there in front of him. Then that means Shanath. Just another pawn on my board. Like you, except useful. You son of a... Relax. I'll kill you nice and slow when I get to it. First, I need to put Terrazet back in order. Wait! Quaestor Verus! I'll go with you. I don't think you understand. I have everything. I don't need you or anything else now. You're going to abandon me? Sir! But I've done everything for you. You were beautiful once, but not anymore. Old toys are a waste of space. What else would I do but throw you away? Old? If you'll all excuse me. Are you all right, Sagi? Yeah, but forget me. What about Millie's father? Ja, was ist mit Millis Vater? Father, hold on. We can still start over. All of us together. Milliard, forgive me. I'm so sorry. No! Stop apologizing! You're not going to die! Sagi, don't think badly of my daughter. I made her do all of those things. I know. I know. Goodbye, Daimon. I'm sorry we never got to see the end of your story. All right, you two. There's no time to dawdle. We have to go after Verus. Millie. Don't pretend it didn't happen. It's okay to cry. I'm fine. There'll be plenty of time to cry later.
right now, I can't... All right. You can cry once this business is done with. And I mean buckets. You better not let me down. Like I'd ever cry in front of you. That's the spirit. Well, we'd better go. Verus is probably heading for Terrazed's core. Okay, let's hurry. Ja, aber das machen wir beim nächsten Mal, denn tatsächlich erwartet uns da noch ein bisschen. Ach, der Aufzug kommt gerade wieder, wie schön. Hoppen wir mal kurz hinterher, damit wir uns einen Einblick davon verschaffen, wie es da jetzt weitergeht. Verus! Wenn das nicht Sagi ist, sag mir, wie geht es Baelheit? Starb er wenigstens mit der Würde, die einem Geistträger gebührt? Du Bastard! Zugegeben, der Gedanke an tote Geistträger fasziniert mich. Aber es tut mir leid, ich bin viel zu beschäftigt, um die grässlichen Details hören zu wollen. Das kannst du sicher verstehen. Ich weiß, dass es nicht dasselbe ist, aber du wirst mit meinen Freunden Vorlieb nehmen müssen. Das Reden scheint ihnen nicht zu liegen, aber sie werden dich gewiss auf eine andere Weise unterhalten. Wenn du es leid bist, mit ihnen zu spielen, folge mir nach unten. Ich habe eine Überraschung für dich. Aber lass mich nicht zu lange warten. Verus! Verdammt! Da müssen wir ihm zuerst diese Kerle verschrotten. Seid ihr alle bereit? Tja, gut, dass wir Vollgehalt da in den... Ich hätte vorher speichern sollen. Naja. Wir werden das Kindchen schon irgendwie schaukeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich möchte mich zuerst um den Großen kümmern. Das scheint eine weise Entscheidung zu sein. Guillo braucht einen Heal. Tja, Millie, sieht so aus, als müssten wir das hier alleine ruppen. Ich meine, ruppen. Machen wir sie fertig. Hier. Brauchen alle mal einen Heal. Mana-Buch wäre geil. Das wäre jetzt halt echt ärgerlich, wenn wir den Kampf hier verlieren. Ich hätte vorher speichern gehen sollen. Ich wollte doch nur kurz zeigen, was da, was auf uns zukommt. Ich wollte nicht kämpfen. Mayday, wir haben ein Problem. Wir brauchen ein Mana-Buch. Und das Flotti Karotti. Das ist Guillo. Halt durch, du musst uns gleich heilen. Schön brav durchheilen, Junge. Viel besser. Geht's euch gut, Leute? So. Den mittleren haben wir, damit haben wir schon mal eine ganze Menge Druck raus. Den brauchen wir immer noch nicht. Ja, die gehen ziemlich schnell down. Liegt ja aber auch darin, dass Guillo die ja schon mit Attacken getroffen hat. Angriff! Macht ihn fertig!
predictable win. So. Wir müssen ihn aufhalten, bevor noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Beeilen wir uns. Ja, wir fahren erstmal nach oben und speichern, wie es sich gehört. Aufzug? Wollte schon sagen. Zur Brücke, bitte. Wobei, das Coole ist, dass wir von hier direkt zum Hafen zurückkommen. Wir können ja auch, wenn wir von der Weltkarte jetzt an Tarasit anlegen, direkt zur Festung und nicht durch Vega durch. Das spart halt eine Menge Zeit. Wie gesagt, ich will hier einmal kurz speichern. So. Unsere Aura ist abgelaufen, ne? Ja. Gut, wir machen aber an der Stelle eine klitzekleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir nach unten und kämpfen gegen Verus. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Vorbereitungen dafür treffen. Der Kampf wird nämlich ein bisschen länger dauern. Ist ein bisschen dümmer. Eine der weiteren Sachen, die man zu diesen Dungeon nicht gerade positiver gestalten. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin und ciao!